Ja, Freunde, wir sind angekommen in Djobar. Und hier weiß ich gar nichts zu sagen. Das hier war eines der heftigsten Schlachtfelder vor Damaskus. Ein strategisch sehr wichtiger Punkt. Deswegen wurde hier auch mit maximaler Härte vorgegangen. Hier gab es alles. Luftangriffe, Artillerie, angeblich auch chemische Angriffe, laut meinen Infos. Aber hier wurde mit maximaler Härte gekämpft. Weil Djobar war Sinnbild. Wenn Djobar fällt, ist Damaskus in Gefahr. Das ist hier sehr dicht an der Hauptstadt dran. Und symbolisch war das extrem wichtig, diese Stadt zu halten. Und in diesem Viertel wurde nahezu alles zerstört. Über 90%, manche sagen 93%, 95% liegt hier in Schutt und Asche. Also hier ist, glaube ich, keiner zurückgekommen. Was hier für ein Krieg gewütet hat, das ist unvorstellbar. Wie viele Menschen hier ihr Leben verloren haben. Hier standen Kämpfer und Militär nur wenige Meter auseinander und haben hier Tag ein, Tag aus, mehrere Jahre gekämpft. Ja, was soll ich dazu sagen? Leute, guckt euch das an. Ich glaube, manchmal kann man einfach nichts sagen. Oder manchmal muss man vielleicht auch gar nichts sagen. Das wirkt hier wie eine Geisterstadt. Zwischen 2013 und 2018 waren hier die heftigsten Kämpfe. Laut meinen Infos gab es hier auch ein Tunnelsystem, ähnlich wie in Vietnam. Der war für Versorgung zuständig. Ich habe sogar mal gehört, dass die in den Tunneln sogar Kinder unterrichtet haben. Also Schule. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht gibt es Syrer unter euch, die mir das bestätigen können. Aber es ist unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar. Das alles hier. Das hier macht richtig demütig. Ja, das hier ist Djobar, noch wenige Autominuten entfernt von Kabun. Wir waren jetzt 5 bis 10 Minuten im Taxi. Und das hier ist noch heftiger, als ich mir vorstellen konnte. Hier ist eigentlich alles zerstört worden. Nahezu alles. Hier ist nie einer zurückgekehrt. Guckt euch das mal an, ey. Der Stahlbeton, der hängt hier einfach runter. Das sieht aus, als könnte das hier jeden Moment zusammenbrechen. Aber nichtsdestotrotz steht das ja hier schon ein paar Jahre. Was war das hier wohl? Ein Fahrstuhl? Fahrstuhlschacht? Könnte sein, oder? Also wenn man hier mit eigenen Augen und eigenen Füßen durchläuft, und wie gesagt, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber das macht was mit dir.
Wie schlimm muss das erst sein, wenn man das erlebt hat. Tut mir leid, wenn ich euch sonst nicht viel dazu erzählen kann. Aber mir gehen so viele Dinge durch den Kopf. Hier sieht man überall wieder die Einschusslöcher. Ja, dass hier mit maximaler Härte gekämpft wurde, das glaube ich sofort. Man kennt ja Bilder aus dem Fernsehen, aber das ist anders. Für hier jetzt wirklich zu stehen, hier jetzt wirklich durchzulaufen, das ist eine ganz andere Nummer. Das war hier mal eine sehr große, lebhafte Siedlung. Und von heute auf morgen musste man hier alles stehen und liegen lassen. Aber Syrien hat mein Herz gewonnen. Ich bin hier ohne Erwartung hingefahren. Und ja, man hört ja oft nur Negatives und Schlechtes. So wie das halt oft so ist in den Medien. Aber das komplette Gegenteil hier. Komplette Gegenteil. So viel Herzlichkeit erfährt man selten irgendwo auf der Welt wie hier. Und man spürt auch, dass die Menschen untereinander alle zusammenhalten. Es sitzen plötzlich zwei wildfremde Menschen, keine Ahnung, irgendwo im Lokal nebeneinander gegenüber und die fangen an, miteinander zu reden. Also wenn man sich das mal vorstellt, irgendwie in Deutschland, man setzt sich irgendwo in ein Café, trinkt alleine seinen Kaffee und spricht einfach mal mit den Herren oder mit der Dame gegenüber. Die würden denken, Digga, lass mich in Ruhe, was willst du denn von mir, du Affe? Aber ich glaube, sowas wie Krieg, solche Erlebnisse, die festigen auch so eine Gemeinschaft, so eine Community. Wir haben das zusammen durchgestanden. Wir haben die ganze Scheiße erlebt. Ich glaube, das macht was mit dem Volk, mit den Menschen. Man hört ja immer noch von den Leuten, die geflüchtet sind, aber es sind ja nicht alle geflüchtet. Es waren noch genügend Menschen hier und haben gekämpft. Und kämpfen immer noch. Sind beschäftigt mit Aufbau. Und um das Ganze hier wieder in gute Bahn zu lenken. Ich habe mit einigen Leuten geredet, die sind jetzt glücklich in der aktuellen Situation. Es geht wieder aufwärts. Es ist viel besser als vorher. In den Medien liest man ja immer viel. Also ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Ich habe dazu keine Meinung. Ich habe da auch einfach keine Ahnung von. Ich bin da nicht drin in dieser Thematik. Und das soll jetzt hier auch keine Diskussion werden. Die Leute sind glücklich mit dem, was sie jetzt haben. Und es ist besser als vorher. Und das ist vielleicht im Moment auch erstmal das Wichtigste. Und wie gesagt, ich habe zu wenig Infos über die ganze Thematik, um mich da irgendwie festlegen zu wollen und zu können. Das möchte ich auch gar nicht. Und auf so eine Diskussion will ich mich auch gar nicht einlassen. Wenn es den Leuten hier unter den Umständen jetzt besser geht, dann ist das so. Das muss man auch nicht hinterfragen. Das muss man zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Und
Ich freue mich für die Menschen, dass es hier langsam wieder aufwärts geht. Alles aufgebaut wird. Aber es wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich hoffe, die Region, die stabilisiert sich hier. Weil sowas wie in den vergangenen Jahren, das wünscht man niemanden. Ich hoffe, das müssen die Leute nie wieder erleben. Inshallah. Es ist eine absolute Geisterstadt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob hier noch irgendwelche Gefahrengüter liegen, ob hier noch Tretminen sind. Ich meine, woher soll man das wissen? Wahrscheinlich liegt hier schon noch etwas rum. Aber vieles wurde natürlich auch geräumt, so wie das aussieht. Ne? Also die Straßen, die wurden ja irgendwie freigeräumt. Die Treppe schenke ich mir mal. Ich weiß alles nicht, ob das alles hier so hält. Ich wollte für euch in Zukunft ja auch noch Videos machen. Überall in dieser Welt. Ja, aber das ist anders hier. Alles Einschusslöcher. Überall Löcher. Könnt ihr euch vorstellen, hier zu stehen, keine Ahnung, hinter diesem Pfeiler, Schutz zu suchen und zu feuern? Ich hoffe, der Sound ist klar und deutlich. Nicht, dass irgendwas klimpert am Rucksack. Ich meine, der nervt mich selber. Aber wie gesagt, es geht gleich weiter. Ne? Der Kulturba, der hoppt immer weiter. Hier gibt es wenig Ruhe und wenig Schlaf. Ich habe Augenringe bis zum Allerwertesten. Mich wundert das tatsächlich, dass hier gerade ein Auto durchfährt. Ja, aber wie gesagt, es geht bald weiter. Wer rastet, der rostet. Aber ein bisschen Schlaf wäre in den nächsten Tagen auch mal gut. Ja, hier sieht man noch eine Fensterfront. Zumindest die Rahmen. Das ist... Also, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist einfach alles kaputt. Da sind überall Bullet Holes, überall Schusslöcher, überall in den Wänden hier. Und tatsächlich haben wir jemanden gefunden, der hier einfach nach irgendwas sucht. Gerade das Auto und jetzt hier eine Person, die im Dreck wühlt. Also vielleicht wohnen hier wirklich noch Leute. Ne? Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß
Essen, wonach die suchen, fehlt. Das meiste wurde hier, glaube ich, auch geplündert, was noch heil war. Ja. Ja, das ist Weizen, Leute. Vielleicht Hilfsgüter? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber das ist heftig, ne? Das muss man wirken lassen, oder? Ja, das ist sehr schrecklich. Da sind ja auch keine Relikte der Antike hier, das ist ja erst vor kurzem alles geschehen. Ja. Ja. Wie gesagt, was soll man hier auch sagen, ne? Das ist einfach tragisch, was hier alles passiert ist. Ja, man kann den Menschen nur alles Gute wünschen, Ja. dass das hier wieder aufwärts geht. So Leute, wenn euch das trotz alledem gefallen hat, sowas mal zu sehen, ungefiltert, dann lasst doch ein Abo da, ein Like da, schickt es weiter an eure Freunde. Weil Kriege, die sollte man nie vergessen. Die Leute, die sind hier alle nicht umsonst gestorben. Aber wir laufen jetzt noch ein bisschen die Straße runter. Ich lasse das einfach wirken. Aber das war's für uns hier in Damaskus.